Um in Deutschland mit spirituellen Gesprächsthemen um die Ecke zu kommen, braucht man wirklich starke Nerven, ein dickes Fell und in Gesprächen eine smarte Ausdrucksweise. Wenn man sich aber gerade durch ein spontanes spirituelles Erwachen inmitten dieses Kosmos an Themengebieten befindet und sich nicht mal aktiv dafür entschieden hat, ist es wirklich eine riesige Herausforderung. Aber nichts passiert ja ohne Grund. Und auch wenn es definitiv Kontexte gibt, in denen es um einiges leichter wäre, diesen Weg zu bestreiten, sind wir genau richtig da, wo wir sind. Und mittlerweile bin ich zum Beispiel sogar froh für alles, genauso wie es ist. Hier gebe ich den Kontext zu meinem spirituellen Erwachen mit Deutschland als Umfeld. Ich gehe auf die kulturellen Ausgangsbedingungen ein, diese tiefe Schlucht der Einsamkeit und den Weg da wieder raus in nicht nur eine Akzeptanz dieser Gegebenheiten, sondern die tiefe Bestätigung, dass wir alle sehr, sehr stark sind, hier überhaupt zu erwachen und wir zusammen für Großes bestimmt sind. Also die deutsche Kultur als Ausgangspunkt. Hier herrscht ja eine ziemlich klare und direkte Energie. Alles läuft eher funktional und kopfgetrieben und man kann es ja auch als sozial eher kalt beschreiben. Also vor allem im Vergleich, wenn man da in wärmere Länder auch guckt, da ist der Umgang untereinander herzlicher. Und wenn man das hier nur gewohnt ist, so wie es ist, dann ist das ja alles, was man kennt. Aber Menschsein kann sich auch anders anfühlen mit anderen Menschen. Also der Fokus hier liegt hauptsächlich so auf Leistung, Arbeit, Ordnung. Nicht ohne Grund sind wir auch international dafür bekannt, dass Pünktlichkeit unser größter Stolz ist. Und es gibt allgemein eher weniger Raum für Gefühle und emotionale Tiefe. Und Spiritualität, würde ich sagen, wird eher belächelt und direkt als Esoterik abgestempelt und aussortiert. In dem Bereich geht es hier eher darum, was wissenschaftlich bewiesen werden kann. Wir sollen mal realistisch sein im Sinne der dreidimensionalen Wahrnehmung und rational denken. Also dieses Funktionieren aus der linken Gehirnhälfte. Wir sagen zum Beispiel auch die maskuline Energie, auch wenn das leider auf Social Media gerne sehr schwierig benutzt wird aktuell. Aber da geht es eben genau um Ordnung, Struktur, Logik, analytisches Denken. Und auf der anderen Seite der rechten Gehirnhälfte geht es um Intuition, Kreativität, Emotionen. Das ist in Deutschland tendenziell eher nicht so direkt verankert. Es gibt zum Beispiel andere Kulturen, die funktionieren ganz anders. Da sieht man dann vielleicht auch ein großes Temperament. Also das so als Grundstimmung in diesem Land gibt schon mal einen herausfordernden Nährboden, würde ich so sagen. Und dann haben wir auch noch unsere deutsche Sprache, die ja das auch so ein bisschen widerspiegelt. Also wir haben viele sachliche, so analytische Begriffe und eher wenig Nuance für spirituelle Themen. Also wenn wir uns einfach nur die englische Sprache dazu nehmen, für unser Wort Bewusstsein gibt es ja zum Beispiel schon Consciousness und Awareness. Da gibt es eben Unterschiede, aber wir fassen das eigentlich so unter dem Begriff Bewusstsein zusammen. Oder auch Mind und Spirit. Das ist bei uns eigentlich zusammengefasst der Geist. Aber in englischsprachigen Räumen wird da eben ein Unterschied. Und die Sprache beeinflusst ja auch unsere Denkmöglichkeiten. Also das erschwert uns so ein bisschen diesen Zugang zur Tiefe, wenn wir noch nicht mal das Vokabular so richtig dafür haben. Also als Konsequenz ist unsere innere Welt so ziemlich mystisch. Es gibt wenig Wörter dafür, die vielleicht auf anderen Sprachen genau da eingesetzt werden können. Und da macht die Muttersprache natürlich auch so viel aus, weil selbst wenn wir eine andere Sprache lernen, kommt das in uns nie so tief wie unsere Muttersprache. Und da kommen wir eben auch zu dem nächsten Thema, der bei mir in der spirituellen Entwicklung so viel Einfluss hatte, und zwar der Einblick in andere Kulturen. Und da war Reisen einfach wirklich mein spiritueller Katalysator. Und das klingt zwar heutzutage sehr abgedroschen, weil so viele junge Menschen reisen und dann sagen, sie haben sich so viel verändert und plötzlich kann man die ganze Welt verstehen und so weiter. Aber so ein bisschen was ist halt auch da dran, weil wenn man seinen eigenen Raum nie verlässt, dann kann man auch nicht wirklich darüber hinausblicken. Und wenn man dann wirklich weit weg für eine längere Zeit gereist ist, dann eröffnet einem das so einen großen Horizont. Und meiner Erfahrung nach sind Reisende im Ausland auch generell einfach spirituell viel offener. Und das erkläre ich mir zum Beispiel dadurch, dass man direkt die eigene Komfortzone verlässt und so mutig ist auf so vielen Ebenen und dass man sich irgendwie automatisch auch mit tieferen Lebensthemen konfrontiert. Also zum Beispiel, wie der Tod in anderen Kulturen gesehen wird. Oder alleine, dass man im Flugzeug ist, also Flugangst. Ich hatte zum Beispiel immer diese Vorstellung, was wäre, wenn ich von dieser Reise nicht zurückkomme. Und damit halt zu einem gewissen Punkt auch okay zu sein, weil man eben diese ganzen Erfahrungen sammelt. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen extrem, also mein Kopf artet da manchmal gerne zu viel aus.
aber beim Reisen auch viel direkter in andere Religionen einzutauchen und zum Beispiel auch diese menschliche Verbundenheit zwischen vermeintlich Fremden auf einmal zu spüren. Also das hat bei mir auch dieses riesige Bewusstsein eröffnet, dass wir entlang unseres gesamten Planeten wirklich miteinander verbunden sind. Und ich habe mich tatsächlich auch erst im Ausland mit Menschen, die nicht meine Muttersprache sprechen, das erste Mal in spirituellen Gesprächen so richtig auf meiner Ebene gesehen gefühlt. Und so, als ob ich irgendwo angekommen bin in einem Teil von mir, den ich noch viel weiter entdecken will. Und ich bin schon teilweise mit Spiritualität auch aufgewachsen. Also in meinem allerersten Video erzähle ich auch ein bisschen darüber. Aber das war eben ganz anders. Also als ich das erlebt habe auf den Reisen, da wusste ich, es wartet doch etwas noch Größeres auf mich, als das, was ich so bisher schon kannte. Und dann halt eben auch in anderen Kulturen zu sein, wo das Miteinander so ein bisschen wärmer und herzlicher ist, lässt einfacher untereinander so eine Herzverbindung zu, sodass man seine eigene Resonanz dadurch eben leichter trainieren kann. Also bei mir war das halt wirklich so, das Reisen hat meinen Horizont exponentiell erweitert und mir dadurch auch eine energetisch größere Version von mir selbst ermöglicht. Und wenn ich nicht gereist wäre, dann wäre ich auf jeden Fall niemals da oder so in dieser Art und Weise, wie ich jetzt bin. Und die Gegenseite dazu war für mich auf jeden Fall dann diese Isolation und Einsamkeit wieder zurück in Deutschland. Also auch bevor ich überhaupt auf Reisen war, habe ich mich in Deutschland wirklich schon ziemlich alleine gefühlt, vor allem eben in diesem Thema. Aber vor allem in Kontrast dazu, zu dem, was ich gesehen habe, was eigentlich möglich ist, war das dann halt wirklich schmerzhaft. Also ich habe so im echten Leben eigentlich kaum Austauschmöglichkeiten gefunden. Hier und da habe ich so vereinzelt Menschen getroffen, die mir aber auch viel zu over the top waren. Also einmal wurde ich zum Beispiel stundenlang im Wald zugelabert und das war mir dann halt auch wirklich kein Zugangspunkt, der mir weitergeholfen hätte. Und dann war es für mich halt eigentlich nur online und dann international möglich, irgendwie eine Community und einen Austausch zu finden. Und da waren dann auch Deutsche teilweise, aber dann habe ich mich so gefragt, wo sind die? Also anscheinend sind wir so weit voneinander verteilt und so wenig, dass es zu der Zeit auf jeden Fall schwierig war, einfach so easy peasy eine Community zusammenzufinden. Und vor allem, als ich dann wirklich für mich selbst verstanden habe, dass ich da gerade in dem spirituellen Erwachen bin, hat um mich herum niemand verstanden, was ich da rede, wenn ich mich jemandem anvertraut habe, wo ich gedacht habe, vielleicht gibt es da Anknüpfungspunkte, aber diese ganzen Begriffe konnte niemand in meinem Umfeld auf jeden Fall nachvollziehen. Aber eigentlich bin ich dadurch nur stärker geworden, weil ich halt genau daran trotzdem festgehalten habe, obwohl das niemand verstanden hat, obwohl ich mich zwischendurch damit verrückt gefühlt habe. Aber meine eigene Erfahrung hat das ja immer wieder bestätigt, dass ich mich in diesem Prozess befinde und dass das die einzige Erklärung für das ist, was ich da gerade erfahre. Und das war teilweise für mich wirklich ein starker innerer Konflikt, zu wissen, dass ich das im Ausland theoretisch finde, diese Verbindung zu anderen Menschen auf dieser Ebene, und dass ich das anscheinend in meinem eigenen Land irgendwie nicht finden kann. Obwohl ich doch hierher komme. Und ich bin nicht verrückt in dem, was ich da gerade erlebe. Und ich will halt auch nicht meine Wurzeln, meine Muttersprache komplett hinter mir lassen. Obwohl ich teilweise echt öfter kurz davor stand, als ich aus dem Ausland wiedergekommen bin, wollte ich eigentlich nur auswandern oder zumindest weiter wegziehen. Aber ich habe das durchgehalten und ich bin auch sehr froh darum. Und irgendwann bin ich dann einfach zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, ich will wirklich meine Frequenz hier leben. Ganz bewusst. Und obwohl ich zu dem Zeitpunkt niemand Passenden so dazu in meinem Leben hatte, habe ich dann seitdem immer mehr offene Menschen getroffen. Also trotzdem immer noch nicht easy peasy und auch nicht nebenan und ein komplettes Match, aber einzelne Menschen, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich dazu irgendwie Zugang bekomme. Und bei mir ging das dann eben durch aktive Suche, über passende Portale oder auch dadurch, dass ich zu Veranstaltungen gegangen bin, die mich wirklich tief interessiert haben aus diesem Bereich. Und genau dieser Kontext ermöglicht uns sozusagen wirklich eine Pionierposition. Also wir können sozusagen die ersten Samen pflanzen und können wirklich ganz eigene Räume für Communities aufbauen. Was dann natürlich auch seine Zeit braucht. Also das bedarf viel Geduld und Hoffnung. Aber das ist eben so schön, weil man nichts kopiert, was irgendwie schon da ist, sondern man schafft wirklich etwas ganz Neues. Und diese Stärke daraus, dass man sich selbst die Erlaubnis und das Empowerment dafür gibt, kann nichts mehr kaputt machen. Und ich merke auf jeden Fall so unterschwellig schon das Potenzial hier durch unterschiedliche Communities oder Bewegungen, die wirklich im Wachstum sind. Also bei mir zum Beispiel dadurch, dass ich schon unterschiedliche Frauenkreise besucht habe, die so
ein schönes Erlebnis ermöglichen. Oder auch dadurch, dass Spiritualität auf TikTok weiter wächst und so weiter. Also ich sag mal so, der deutschsprachige Raum hat wirklich sein ganz eigenes Potenzial an Tiefe und Beständigkeit, einfach genau aus dem kulturellen Hintergrund, den ich am Anfang des Videos dargelegt habe. Und die genaue Herausforderung hier ist es eben, die Esoterik, diese mystischen Themen wirklich verdaulich und verständlich runterzubrechen und klar zu machen. Und ich finde, das zeigt ganz deutlich, wer hier erwacht, der ist wirklich stark. Und als Ankerbestätigung sozusagen haben wir halt immer dieses Konzept, dass Frequenz nicht lügt und für sich selbst spricht. Und das finden die passenden Menschen einfach mit der Zeit von ganz alleine. Und ich finde das wirklich so schön, da habe ich mit einer Freundin auch drüber geredet, die das eben auch im Ausland als erstes so für sich gefunden hat. Und wir beide sagen trotzdem, wir wollen hier sein. Wir wollen das nicht irgendwo anders platzieren, sondern wir wollen genau hier sein, wo wir herkommen, das hier verankern und unsere Frequenz hier teilen und vermehren. Und es ist ja auch so, alleine dadurch, dass man hier existiert, ohne irgendjemanden zu belehren oder irgendwas aktiv zu teilen, alleine durch die Existenz, durch die Frequenz hat man einen Effekt auf alle anderen. Also ich sehe das zum Beispiel, wie andere in meinem Umfeld mutiger werden, offener werden oder zum Beispiel auch von Dingen getriggert sind, die für mich wirklich ganz natürlich und normal sind. Und es ist auf jeden Fall herausfordernder, wenn man sich für diesen Weg entscheidet und spirituelle Werte mit in seinen Kompass nimmt, dann andere Menschen zu finden, mit denen man sich wirklich verbunden fühlt. Und auch wenn es vielleicht eine längere Zeit dauert, ist es sowas von möglich, diese Menschen zu finden. Und das ist auch so eine schöne Erfahrung, weil man dann eben so viel teilen kann. Und bei mir war das halt wirklich auch ganz knapp, dass ich von diesem ersten Rückschlag sozusagen auf der Flucht sein wollte, dass ich auswandern wollte und so. Aber wirklich den Mut zu haben, dieser Herausforderung zu begegnen, der vorherrschenden Realität ins Gesicht zu gucken und trotzdem sein Ding durchzuziehen. Ich finde das extrem wertvoll. Und das lässt uns wirklich noch stärker strahlen. Und es ist wirklich so, wir sind nicht alleine, sondern wir sind eine ganz neue Generation an Frequenz unseres Bewusstseins, die sich hier gerade entwickelt. Also wenn du dich auch manchmal einfach einsam oder verzweifelt auf deinem spirituellen Weg fühlst, denke daran. Das gehört nicht nur allgemein zur spirituellen Reise dazu, sondern betrifft uns hier nochmal ganz besonders aus unserem Kontext heraus. Aber das hält eigentlich wirklich nur eine riesige Stärke inne, die wir verkörpern können und werden. Und falls du genau den Bedarf hast, dich in einer Community dazu auszutauschen, dann haben wir genau dafür eben eine Plattform auf Patreon. Oder für Einzelgespräche mit mir kann man sich auch immer ein Meeting über den Link in der Beschreibung buchen. Und ich sage einfach nur Danke an alle, die mutig genug sind, den spirituellen Teil ihres Selbst genau hier zu entdecken und auszuleben. Und wir sehen uns bald schon im nächsten Video.